Ihr seht uns in Parks, auf Sportplätzen, auf den Straßen und in den Gemeinden. Wir sind eure Kinder, eure Jugend, eure Verantwortung. Wir brauchen keine neuen Programme. Wir brauchen keine neuen Veranstaltungen. Oder neue Ferienlager. Wir brauchen eine Gemeinde, die für uns sorgt. Wir sind die Gemeinde von heute. Und die Gemeinde der Zukunft. Ihr seid in der Gefahr, uns zu verlieren. Ihr werdet uns verlieren. Ihr werdet uns verlieren. Ihr werdet uns verlieren. Ihr werdet uns verlieren. Werdet uns verlieren. Werdet ihr tun, was auch immer nötig ist, um uns zu erreichen? Helft uns, eine persönliche Beziehung zu Jesus zu haben. Werdet ihr alle zusammenarbeiten und uns in eure Gemeinschaft von Gläubigen integrieren? Werdet ihr über unsere Unterschiede hinwegsehen und uns so nehmen, wie wir sind? Zeigt uns, wie wir leben sollen. Ihr könnt uns helfen, unser Leben zu verändern. Seid uns ein Vorbild. Jetzt sind wir noch da. Denn in 10 Jahren bin ich 23 Jahre alt. In 10 Jahren bin ich 26. 20. 15. 23. 17. In 10 Jahren bin ich 21. Krass. Wir waren ziemlich klein. Das war unser Teenie-Kreis damals, diese Gruppe. Wie wir damals das Video gedreht haben und ich dann eben sagen musste, in 10 Jahren bin ich 20 Jahre, dachte ich, boah, da bin ich schon uralt. Ich muss eher sagen, ich habe eher so jetzt auf meine kleine Schwester geachtet, die nicht dabei ist heute. Was sich bei ihr in 10 Jahren verändert hat. Können wir ganz kurz Pause machen? Ich glaube, das hätte man so damals nicht gedacht. Also ich kann mich nicht mehr damals erinnern, aber ich glaube nicht, dass ich gedacht hätte, dass die Leute, die da mit uns drehen, dann vielleicht nicht mehr da sind. Und ich glaube auch nicht, dass sie das gedacht hätten, dass sie da dann nichts mehr mit Gemeinde zu tun haben. Es ist schwierig, weil doch viele von denen enge Freunde sind. Ich habe dann über andere Freunde nachgedacht, aus anderen Gemeinden, aus anderen Teilen Österreichs. Und mir die Frage gestellt, wie wäre es gewesen, wenn man mit diesen Leuten das Video gemacht hätte. Dann wäre der Effekt wahrscheinlich noch viel stärker. Also das trifft es eigentlich schon ziemlich mit ihr werdet uns verlieren, weil für manche war es so. Manche haben sich emotional komplett entfernt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich selbst auch teilweise. Ja. Meine jüngste Schwester ist nicht mehr da. Und das ist für mich gerade heftig. Das ist aber diese Unsicherheit nicht bezogen auf den Glauben, sondern auf die Leute, die in der Gemeinde sind. Weil manche machen einem das Leben in der Gemeinde schon schwer. Wenn man jetzt zu dir hergeht und sagt, Entschuldigung, aber das darfst du absolut nicht anziehen, so kommst du nicht mehr in die Gemeinde. Da überlegt man sich beim nächsten Mal, ob er nochmal kommt. Und es ist nun mal so, in der Pubertät hat man verrückte Ideen, zieht sich vielleicht mal anders an, komplett ausgeflippt oder färbt sich die Haare oder so. Und die meisten bedenken nicht, dass man selber eigentlich gerade noch in der Entwicklungsphase ist. Ich habe immer ein paar Leute gehabt, wo ich gesagt habe, hey, ich freue mich. Aber wenn ich dann in die Gemeinde reingegangen bin teilweise und gesehen habe, was da abgeht, dann habe ich gesagt, ich kann es keinem übel nehmen, der darauf keine Lust mehr hat. Weil es ist immer nur das Gleiche in der Gemeinde, es ist immer nur Sabbatschule, dann Singen, dann Predigt und dann ist es aus und dann gibt es Nudeln zum Mittagessen, das ist halt immer die gleiche Routine. Dann fragt man sich dann, wenn man älter wird, ist das wirklich ehrlich oder ist es nur vorgespielt? Ich glaube, jeder kann sich an der Nase nehmen im Umgang mit seinem Nächsten. Auch ich mich. Und in gewisser Weise hätte ich auch Vorbild sein können für meine Schwester. Aber ich glaube einfach, dass der Fokus einfach auf die falschen Dinge gelegt wird. Einfach, was machst du falsch und nicht, wie kannst du es richtig machen. Ich weiß auch bei Leuten aus dem Video, die sich gewünscht hätten, dass Gemeindemitglieder oder Prediger ihnen geschrieben hätten, einfach nur so, hey, wie geht's dir gerade?
Bei mir zum Beispiel weiß ich, es gibt vereinzelt Personen in der Gemeinde, von denen kann ich jeden Ratschlag annehmen. Ja, mit denen, die kann ich anrufen, denen erzähle ich irgendwas aus meinem Alltag, was für mich schwer ist, und die sind einfach für mich da. Das sind aber die Leute, die mich halten, wo ich mir denke, ja, es geht auch so nett. Also ich fühle mich schon wohl in der Gemeinde, weil ich mehr Beziehungen jetzt aufgebaut habe in den letzten Jahren. Davor habe ich den Eindruck gehabt, ich wurde eher im Stich gelassen und ja, solche Gedanken waren schon da, mal so denken, so, was hat das für einen Sinn eigentlich? Und ich bin froh, dass ich noch da bin.